In Zeiten von sozialen Medien schwanger zu sein, bedeutet vor allem schön schwanger zu sein. Erfolgreich, mit Kind und Bikini-Figur. Als ob zwischenzeitlich nichts passiert wäre. Feiern wie die Topmodels, parallel zum Kind. Letzten Mai zeigte sich die Pop-Ikone Rihanna auf dem Cover der Vogue und wollte damit ein Zeichen setzen. Für sexy Babybäuche und gegen Umstandsmode. Damit hat sie die Latte für Frauen aber noch mal höher gehängt. Und dann, auch nach der Entbindung schnell wieder schlank und fit zu sein, scheint in den sozialen Medien kinderleicht und ganz normal. Die Frauen, die sich so Sachen anschauen, haben natürlich dann die Erwartungshaltung, das auch erfüllen zu können und ja, sind dann irgendwie deprimiert, wenn das nicht funktioniert und setzen sich da enorm unter Druck. Im Geburtshaus Frankfurt werden Frauen durch die Schwangerschaft begleitet. Die Hebamme Sarah Swiatek nimmt sich dabei auch Zeit für Gespräche. Ich glaube, die wenigsten Frauen würden sich eingestehen, dass sie sich von was beeinflussen lassen. Ich glaube, es ist mehr, dass man ihnen anmerkt, dass sie sich unter Druck setzen, indem sie nach Beckenbodenübungen fragen. Damit fängt es meistens an, was kann ich machen, wann darf ich wieder Sport machen, wann kann ich wieder rausgehen, wann kann ich mehr im Haushalt machen. Die Hormone spielen verrückt, der Körper verändert sich. Die Schwangerschaft ist eine sehr sensible Zeit. Welche Faktoren spielen da eine Rolle für die Frauen? Also ich glaube schon, dass da gerade so die sozialen Medien sehr viel Druck machen. Ich persönlich konnte mich da aber, glaube ich, ganz gut von distanzieren, einfach weil ich eine sehr schöne Schwangerschaft hatte und mich eigentlich immer relativ wohl gefühlt habe. Ich hatte genügend existenzielle Probleme, mit denen ich mich beschäftigen musste, als dass ich mich noch mit so oberflächlicheren Sachen beschäftigt hätte. Deshalb, die sozialen Medien haben mich eigentlich in keiner Weise beeinflusst, also zum Glück. In der ersten Schwangerschaft habe ich gestrahlt, da war ich einfach wunderschön. In der zweiten Schwangerschaft ging es mir nicht gut, dementsprechend habe ich nicht geglänzt. Ja, man sieht auf Instagram schon nur schöne Frauen, die schöne Bäuche haben, die schlank sind, die keine Wassereinlagerungen haben, keine Dellen an den Oberschenkeln oder so. Ist nicht so realitätsnah. Schönheitsideale hat es schon immer gegeben. Verändert hat sich nur ihre Vermittlung in der heutigen Zeit. Die sozialen Medien suggerieren, dass das Beste auch tatsächlich erreichbar ist. Also dass sich das Optimum, eben weil es ja andere in ihrem Alltag ja vermeintlich auch schaffen, dass ich das auch schaffen kann, wenn ich mich nur genug anstrenge. Dr. Julia Schreiber forscht an der Goethe-Universität in Frankfurt zu Körperoptimierung. Als problematisch sieht sie, dass Optimierung keine Grenze nach oben kennt und im starken Gegensatz zum wirklichen Erleben der Frauen stehen kann. In psychischer Hinsicht bieten Körperoptimierungen auch die Möglichkeit, Kontrolle über sich und den Körper auszuüben und das Gefühl zu haben, man hat das eigene Leben im Griff. Und das ist gerade wichtig auch in Phasen wie zum Beispiel in der Schwangerschaft, in denen man ja mit ganz vielen Veränderungen, innerlich, äußerlich, körperlich, konfrontiert ist. Also es gibt da sozusagen auch diese Dimension des Psychischen, die empfänglich machen kann für Körperoptimierungen. Schädlich wird es, wenn die Gesundheit in den Hintergrund rückt oder soziale Ungleichheit verschärft wird. Ich sag's mal so, Instagram ist halt schon eine ganz schön große Blase und das ist mir damals bewusst gewesen, das ist mir heute bewusst, von daher, da glaube ich, bin ich einfach zu selbstbewusst, als zu sagen, dass mich das in irgendeiner Art und Form extremst beeinflusst. Selbstbewusste Frauen gibt's ja schließlich auch auf Instagram und die zeigen, es geht doch anders. Es kommt einfach sehr darauf an, womit man sich eben auseinandersetzt, auch als Frau. Welche Menschen schaut man sich an, welchen sozialen Accounts folgt man und das macht einen riesen Unterschied. Und der kann lauten, lass dich nicht blenden, sei lieb zu dir und deinem Körper. Ja, nur wie? Was ist der richtige Umgang mit dem eigenen Körper in der Schwangerschaft? Dr. Rike Herrmann kann uns das erklären. Sie sind Ärztin in der Frauenheilkunde und haben die Mama Academy in Frankfurt gegründet. Hallo. Hallo. In Ihren Kursen, da erleben Sie ja Frauen ganz viel. Inwiefern spielt da vielleicht ein
Problem mit dem eigenen Körperbild eine Rolle? In unseren Kursen bei der Mama Academy, die finden ja rein online statt. Da legen wir natürlich den Fokus nicht auf das Schönheitsideal, da geht es mehr um die Gesundheit. Wo ich das aber allerdings schon bemerke, sind natürlich im Austausch mit den Schwangeren, aber vor allem auch in der Praxis. Ich arbeite ja in einer Frauenarztpraxis und betreibe da auch die Vorsorge der schwangeren Frauen und erlebe das schon immer wieder, dass Frauen verweigern, bei uns in der Vorsorge auf die Waage zu steigen oder sagen, sie möchten ihr Gewicht nicht wissen. Oder selbst sich lieber zu Hause wiegen. Also da ist das auf jeden Fall schon immer mal wieder Thema. Und was sagen Sie so grob den Frauen zum Thema Gewicht? Wie viel darf man denn zunehmen? Wie viel ist okay? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es tatsächlich auch so ein bisschen darauf ankommt, wie ist denn die Körperstatur schon auch vor der Schwangerschaft. Also da gibt es große Unterschiede. Es gibt so, wenn man jetzt wirklich sich an Kilogramm festmachen möchte, sagt man ja so 10 bis 16, 18 Kilo ist okay. Ich bin da nicht ganz so streng. Ich würde immer schon schauen, gerade auch Frauen, die vielleicht schon mehr Gewicht auch in die Schwangerschaft mit reinbringen, da ist das durchaus auch okay, wenn sie weniger zunehmen. Wenn sie sich nämlich dann anfangen, sehr gesund zu ernähren und aber ausreichend Nährstoffe sich zuführen, dann ist es auch okay, wenn eben am Ende der Schwangerschaft dann nur ein paar Kilo mehr drauf sind. Wohingegen Frauen, die sehr schlank sind und die dann sich weiterhin gesund ernähren, aber 16, 20 Kilo zunehmen, das trotzdem auch durchaus gesund sein kann, weil der Körper einfach das auch einlagert. Also da gucke ich schon immer drauf. Das Wichtigere ist für mich, wie ernährt sich die Frau, ernährt sie sich gesund und bewegt sie sich ausreichend. Apropos ausreichend bewegen, welcher Sport ist denn in der Schwangerschaft voll okay und welcher besser nicht? Ja, also Sport in der Schwangerschaft generell, möchte ich sagen, ist auf jeden Fall gesund. Ja, kann vor allem helfen, auch Beschwerden vorzubeugen in der Schwangerschaft, weil sich da natürlich auch viel in der Statik ändert, die Belastung größer wird für den Körper und wir dadurch natürlich durch Bewegung und auch durch Muskelaufbau viel ausgleichen können. Aber man sollte schon gucken, welche Sportarten mache ich. Was ich nicht empfehlen würde, wären Kontaktsportarten, wo man Schläge in den Bauch bekommen kann. Vielleicht auch Ballsportarten, wo mal ein fester Ball in den Bauch fallen kann. Also da das Baby oder auch eben den Mutterkuchen direkt gefährden kann. Und dann würde ich immer gucken, also Sportarten, wo der Beckenboden extrem belastet wird. Wir nennen das auch High-Impact-Sportarten, wie zum Beispiel das Joggen oder auch das Trainieren mit schweren Gewichten, wo ich stark meinen Bauch zusammenpresse. Davon würde ich eher abraten. Ja. Gerade wenn auch Beschwerden auftreten. Also Frauen, die jetzt schon immer viel gejoggt sind und die dann auch noch am Anfang der Schwangerschaft joggen und sagt, mir tut das alles gut, ich merke gar nichts, ist das vielleicht auch okay. Aber mit dem wachsenden Bauch und auch, was man sagen muss, dem Weichwerden des Bindegewebes, ja, da besteht ja auch eine erhöhte Verletzungsgefahr der Gelenke. Und aber eben auch die Belastung des Beckenbodens nimmt zu. Und wenn man das spürt, dann sollte man es sein lassen. Insgesamt ist es natürlich auch immer ein bisschen schwer, glaube ich, diese Balance zu finden. Nicht zu viel zu machen, aber auch nicht nichts zu machen. Also der ein oder die andere würde vielleicht auch sagen, ich liege einfach auch gern auf der Couch. Was wir Männer, was können wir eigentlich machen, wenn wir den Eindruck haben, unsere Frau liegt, seit sie schwanger ist, einfach unheimlich gern auf der Couch? Also da würde ich erst mal sagen, bitte nicht zu forsch vorgehen, sondern da wirklich eher mal ein offenes Ohr haben, mal fragen, warum. Vielleicht gibt es ja auch Gründe, körperliche Beschwerden, die die Frau davon abhalten, vielleicht auch psychische Beschwerden, Belastungen, die sie dazu veranlassen, ja, mehr Ruhe einkehren zu lassen. Natürlich kann man darüber sprechen, was es für gesundheitliche Vorteile bringt, in der Schwangerschaft Sport zu treiben. Wir wissen, dass Frauen, die sportlich sind in der Schwangerschaft, tatsächlich die Geburt auch schmerzärmer erleben und auch, dass es hilft, wenn man sportlich aktiv ist, dann auch schneller wieder nach der Geburt auch wieder fit zu werden, sich der Körper besser rückbildet. Nach der Geburt ist ein gutes Stichwort. Da gibt es Fitness-Influencerinnen, die machen schon im Wochenbett wieder Sport. Zu was führt das bei normalen Frauen? Also ich finde das tatsächlich eher gefährlich, muss ich sagen. Also ich bin da überhaupt kein Fan von und wir bekommen das natürlich durch unsere Online-Plattform auch viel mit. Gerade wenn Influencerinnen mit einer sehr großen Reichweite und vielleicht sogar schon in dem Gebiet des Fitness aktiv sind, wenn die den Frauen spiegeln, dass es gesund ist, so schnell wieder sich zu belasten. Da bringe ich immer ganz gerne das Beispiel, dass wir einfach nach der Geburt direkt eine sehr große Wunde in unserem Körper tragen. Also in der Gebärmutter, wo der Mutterkuchen angesetzt hat,
haben wir nach der Geburt direkt eine Wunde von ungefähr 20 cm Durchmesser. Ja, und wenn man die sich dann mal außen auf dem Körper vorstellen würde, auf dem Bauch drauf, da würde keine Frau auf die Idee kommen, nach 4 Tagen wieder Sport zu treiben. Ja, und das finde ich tatsächlich also verantwortungslos, den Frauen das so mitzuteilen. Und ich bekomme da auch, oder wir bekommen da schon auch gespiegelt, dass das die Frauen sehr, sehr verunsichert. Die eigentlich wissen, dass es nicht gesund ist, aber dann das sehen und sagen, ja, aber die kennt sich doch aus, die ist doch Fitnesstrainerin. Wenn die das macht, dann kann ich das doch auch machen. Also da geht es darum, sich einfach auch monatelang zu schonen und Schritt für Schritt diese Rückbildung dann zu machen. Dankeschön für Ihren Rat, Dr. Rike Herrmann, Ärztin und Schwangerenberaterin. Dankeschön. Also Influencerinnen sind oft keine guten Vorbilder für die Zeit nach der Geburt. Da dürfen und sollen Frauen sich nämlich Zeit nehmen für die Rückbildung. Wer sich da unsicher ist, wie viel Sport ist da jetzt schon gesund, der fragt am besten oder sie fragt dann am besten ihre Frauenärztin oder Hebamme.